Nur der Einzelne weiß, wie er etwas bewertet. Und nur der Markt kann die Vorlieben aller effizient koordinieren. Und keine Regierung, keine Regelung kennt die Bedürfnisse des Konsumenten besser als der Markt. Neue Schuhe? Ein neues Auto? Ein neuer Fernseher? iPhone? Oder doch ein Android-Handy? Das Auto in schwarz? In blau? In rot? Das Smartphone in der kleinen Größe oder in der großen? Sneakers oder feine Schuhe? Die Bedürfnisse und die Wünsche jeder einzelnen Person auf dem freien Markt sind grenzenlos. Und nur ein freier Markt ist in der Lage, alle Informationen und alle Einstellungen jeder einzelnen Person in Bezug auf den Wert effizient zu koordinieren. Und nur auf diese Weise werden die Marktpreise gestaltet. Holen wir etwas historisch aus. Vor dem Ersten Weltkrieg war Wien eines der bedeutendsten Zentren der Wirtschaftstheorie. Einige der wichtigsten Marginalisten, unter anderem Karl Menger und Eugen von Boehm-Bawerk, lehrten an der Universität in Wien. Die bekanntesten Österreicher sind Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek. Alles große Namen der Ökonomie, der Wirtschaftswissenschaft. Zwischen den beiden Weltkriegen und auch nach dem Zweiten Weltkrieg vertraten diese die Ansicht, der Sozialismus schließe jegliche rationale Kalkulation aus oder er könne, da weniger effizient, nur im Vergleich zum Kapitalismus ein unzulängliches System sein. Also in einfachen Worten, entweder es gibt Regularien, wie der Markt die Preise bestimmen soll, die komplett unfundiert und irrational sind, oder sie sind halt im Vergleich zum Kapitalismus einfach nur weniger effizient. Als Argument führten Hayek und Mises an, dass nur die einzelne Person genau den Wert und den Nutzen einer Sache bewerten kann, weil beides subjektive Wesen sind. Sowohl der Wert einer Sache, wie viel es kosten soll, als auch der Nutzen. Deswegen der Vorschlag, lasst den Markt frei bestimmen. Lasst die Dynamik und den Weg, den sie finden soll, aus sich selbst heraus organisch entwickeln. Die Präferenzen der Verbraucher in der Gesellschaft organisieren die Wirtschaftstätigkeiten. Die unterschiedlichen Nutzen, Anforderungen, Bedürfnisse und Erwartungen der Konsumenten, der Käufer spiegeln sich an den Preisen wieder. Das heißt, dass der Preis eines der wichtigsten Faktoren in der Wirtschaft ist. Dies wiederum kann nur ermöglicht werden, wenn auf Regulationen verzichtet wird und man es quasi einfach nur laufen lässt, dem sogenannten Laissez-faire. Im Sozialismus dagegen legt der Staat die Preise fest, wobei eben der Staat gar nicht genug Daten und Informationen über die Gesellschaft hat, über die Anforderungen und die Vorlieben der Gesellschaft. Deswegen wird die Arbeit des Staates unweigerlich fehlerhaft ausfallen. Inwiefern aber nach der österreichischen Schule nun kollektive Entscheidungen eine Rolle spielen, bleibt noch aus. Aber spätestens nach Ronald Reagan, der aus dieser akademischen österreichischen Schule eine aktive politische und wirtschaftliche Aktion herführte, ist quasi bewiesen, dass der freie Markt dadurch am Aufblühen ist und den Kampf gegen den Sozialismus spätestens seit den 90ern auch gewonnen hat. Das wirtschaftliche Problem der Gesellschaft ist kurz gesagt das Problem der Nutzung des Wissens, das niemand in seiner Ganzheit erhalten hat. So Friedrich von Hayek. Die Frage an euch, was würdet ihr eher begrüßen? 1000 verschiedene Produkte in unterschiedlichen Variationen oder ein einheitliches Gesellschaftsbild? Vielfalt oder Einheit? Entfaltung oder Zusammenhalt? Kapitalismus des freien Marktes oder sozialistische Marktwirtschaft?